Hallo allerseits. Hallo zusammen. Da sind wir wieder. Wir machen heute eine kleine Tour um den großen und den kleinen Tonsee. Ja, und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann bleibt dran. Auf geht's. Die Tour beginnt am Bahnhof Bestensee. Wir folgen der Markierung mit dem grünen Punkt. Allerdings lassen wir den Peetzer Tonsee aus und gehen nur zu dem kleinen und großen Tonteich. Schon nach wenigen 100 Metern verlassen wir den Ort Bestensee und tauchen in den Wald ein. Das ist aber noch hier kein Tonsee, sondern das ist der Tottnitzsee. Das ist die Brücke über den Fanggraben. Der Fanggraben verbindet den Tottnitzsee mit dem Peetzer Vordersee. An dem waren wir auch schon wandern, voriges Jahr oder vor 1,5 Jahren. Der Tottnitzsee ist im Gegensatz zu den Tonteichen ein natürliches Gewässer und etwa 37 Hektar groß. Anfang der 1980er Jahre hat man begonnen, den See auszubaggern, weil der durch die Einleitung von Abwässern aus den umliegenden Siedlungen zunehmend verlandet ist. Mit der Wende und dem Anschluss an zentrale Abwasserentsorgung hat man die Arbeiten eingestellt, aber die Mole, von der aus hier einst gebaggert wurde, die existiert noch. Hier ist der Zaun runtergetreten. Da hinten steht ein halb verfallenes Haus. Mal gucken, ob wir da näher rankommen. Also wir sind nicht eingebrochen, es war offen. Da sind ja irgendwelche Gedenksteine oder was, ne? Steht nichts drauf, ne? Aber guck mal, hier steht sogar eine Grabvase. Naja. Das ist auch ein Schacht oder irgendwas ähnliches. Ein richtiges großes Gebäude. Ja, wie auch aussehen müsste.
Die Taschenlampe ist zu funzelig, ne? Alter, Ja, jetzt wird Küchenschrank. nichts. Haben die sich aber ausgemistet? Ja, Autoreifen. Wahnsinn. Da hinten Krabbelbox. Krabbelt da einer? Nee. Ja, die Taschenlampe gibt leider nicht viel her. Ne? Die war ja nur nicht für so einen Einsatz gedacht. Da ist ein Heizungsrohr, oder was da verkleidet ist. Ja. Verweilen wir die Heizung nicht so ein bisschen nach Kohle noch. Guck mal, eine alte Zeitung, der Tagesspiegel von 98. Hier ist die Eingangstür, wie es aussieht. Treppe nach oben. Aber das riskieren wir nicht. Hä? Es gibt sogar noch Gussheizkörper. Ja. Vielleicht in der Klaus hat, ne? Für den Schrott. Ja, erstaunlich auch. Hier ist noch ein Nebengebäude. Wer weiß, was das war. So, hier ist das Gartentor, schön verschlossen und daneben ist der Zaun weg. Aber Hauptsache, das Schloss ist da dran. Ja. Auf dem Grundstück steht auch noch so eine Art Pavillon. Hier muss man kurz die Bundesstraße queren und dann geht es hier auf diesem Weg weiter. Und wisst ihr, wie der Weg heißt? Ha, wo wir sind. Kameruner Straße. Ich habe mir Kamerun immer anders vorgestellt, vor allen Dingen wärmer. Ja, genau. Bevor wir an den Tonteichen ankommen, geht es erstmal ein ganzes Stück durch so ein Siedlungsgebiet, wo sich Bungalows, Wochenendhäuser und Wohnhäuser abwechseln. Und hier so ein Wochenendgrundstück haben, ist bestimmt begehrt. Alles noch DDR-Relikte, die Bungalows da. Das waren noch so eine Fertigteile, ne? Möchte ich sagen, ja. Anglerschutzhütte, aber viel Schutz bietet das Baufällier-Ding nicht mehr. Oder? Naja, ein bisschen. Ich glaube, ich habe vorhin Tonsee gesagt. Das sind Tonteiche. Jetzt sind wir am großen Tonteich. Die Tonteiche sind ehemalige Abbaugruben vom Tonabbau für die hiesige Ziegelproduktion. Und mit der Einstellung des Tonabbaus sind die voll Grundwasser gelaufen. Du kannst dich ja mal an das Seil anhängen und drin ins Wasser. Ja. Winterbaden. Nur der Ast. Der sieht nicht so stabil aus. Ist ziemlich dünn, der Ast. Ja. Haben sie sich auch was zum Klettern und zum Reinspringen gebaut. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, an der Birke sind Sprossen angebracht bis oben hin. Fast bis oben, ja.
Naja, können sich die jungen Leute austoben. Besser als saufen. Auf jeden Fall. Und hier muss doch mal irgendwas passiert sein. Jemand beim Baden ums Leben gekommen? Ein Sebastian. 87 geboren. 25 Jahre alt nur geworden. Eigentlich ist man mit 25 ja nicht mehr so leichtsinnig. Was sagst du, sauberes Wasser? Ja, sieht sehr gut aus. Wenn wir jetzt Farbe bei hätten, könnten wir hier ein Gesicht draus machen. Ja, okay. Sie betreten ein Privatgrundstück. Mit unserem Einverständnis können Sie den Trampelpfad am Ufer allerdings auf eigene Gefahr benutzen. Das finde ich schön. Na, dann machen wir das doch. Du, guck mal, da vorne ist eine Bank. Ja, kommen wir raus. Können wir unsere Stullen essen. Ist natürlich auch Privateigentum, aber hier ist niemand, der sich darüber aufregen könnte. Schöne Aussicht. Mittagspause. Mittagspause. Na, dann hol mal die Stullen raus, die Bämmen, die Knüften. Was ist denn das hier für ein toller, immergrüner Strauch? Kann mir das jemand sagen? Guck mal, Martin von Feinste Silence. Hier darf Maxi leider nicht baden. Aber ein schöner Trampelpfad hier. Gefällt mir. Sieht aus wie eine Badestelle. Da ist der kleine Jetty. Imposantes Teil, wa? Kannst im Sommer schön im Schatten drunter liegen. So, das ist ja nur alles immer noch der große Tonteich. Und da hinten sind wir gekommen. Dann macht ja hier so einen Bogen. Und darum macht einen Bogen. Wir müssen jetzt da lang, da geht es dann zum kleinen Tonteich. So, den großen Tonteich haben wir jetzt verlassen. Jetzt sind wir auf dem Weg zum kleinen Tonteich und gehen ja über eine breite Forststraße. Guckst du. Und das ist nun der kleine Tonteich. Hier steppt der Bär. Der wird nur noch von ein bisschen Rinde zusammengehalten.
Das sieht im Sommer, wenn alles grün ist, sicher noch uriger aus. Haben wir noch mal eine Totale auf den kleinen Tonteich. Und hier geht's weiter über die Wiese. Hier ist alles voller umgestürzter Bäume. Aber zum Glück kann man drunter durch und muss nicht drüber klettern. Kleine Leute. Da vorne geht es wieder über die Bundesstraße und dann zurück zum Tottnitzsee. So, wir sind jetzt wieder am Tottnitzsee und haben zwar bis zum Bahnhof noch 2 Kilometer ungefähr, aber da wir ab jetzt den gleichen Weg zurückgehen, wie wir gekommen sind, gibt es nichts Neues zu zeigen, machen wir jetzt hier unser Fazit. Richtig. Ja, im Sommer, wenn alles schön grün ist, sieht es hier sicher wesentlich besser aus. Aber da hier überall Wochenendgrundstücke sind, ist im Sommer sicher viel Betrieb. Auf jeden Fall. Also im Sommer und vor allen Dingen am Wochenende eher nicht zu empfehlen. Nee. Ja, und der kleine Tonteich ist schöner als der große Tonteich, weil der eben nicht bebaut ist. Und ringsherum alles wild gelassen. Genau, naturbelassen, ja. Schön urig da. Ansonsten die 9 Kilometer sind schon zu empfehlen. Wer ein bisschen mehr laufen möchte, der bleibt immer auf dem Weg, wo der grüne Punkt ist. Richtig. Leider ist die Sonne nicht rausgekommen, wie es eigentlich sollte. Naja, man kann nicht alles haben. Haben sie uns versprochen. Man kann sich ja nicht auf den Wetterbericht verlassen. Ist egal, wir waren noch mal draußen, bevor das Wetter wieder noch schlechter wird. Richtig. Ja, schön, dass ihr wieder mitgekommen seid. Ja. Und danke an die, die bis jetzt durchgehalten haben. Wir sagen Tschüss und freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss dann.